Hallo, Hi. schönen guten Tag. Pitted Studio TV mit Jenny und Björn. Wir sind Computerspielentwickler und wir machen Kralon und da kann man auch viel in der Gegend rumlatschen. Ja, Und exploren. Exploration. Was ist denn das? das ist, wenn man ganz viel überall erkundet und rumpröttelt. Rumprötteln? Ja, man kann prötteln. Gut, prötteln kann man jetzt auch zum Beispiel in irgendeinem Städtesimulator. Aber in unserem Fall ist es so, dass man quasi in einem bestimmten Teil einer Welt dann einfach wirklich in First Person durch die Gegend läuft und sich was anguckt oder Gegenstände findet, Sachen lesen kann, Zettel und Hinweise, Items, mit denen man vielleicht später irgendwas anfangen, aufbauen, craften kann und so weiter und so fort. Und das ist etwas, das finden wir ganz großartig, wenn man die Welt erkundet. Also wenn man quasi die Spieler dazu einlädt, sich etwas genauer umzugucken. Also beispielsweise ist es häufig so, dass wenn Björn und ich ein Spiel zusammenspielen und dann geht man zum Beispiel in ein neues Areal hinein, einen großen Raum und so, dann ist Björn sehr viel fokussierter auf die Dinge zu achten, die die Entwickler auch gemeint haben, wohin man gucken soll. Zum Beispiel spielt sich dann irgendwie eine geskriptete Szene ab, irgendein Monster kommt auf einen zu oder sonst irgendwie und Björn sieht das dann. In meinem Fall ist es meistens so, ich gehe rein und gucke erstmal in die Ecke, ob da vielleicht doch noch irgendwo ein Item liegt und gucke erstmal gar nicht hin, was da passiert. Ja, erstmal einkreisen, ne? Das Geschehen. Ja, unterschiedliche Spielertypen. Aber was kann man denn exploren? Man kann Gegenden exploren. Ne? Komme ich da oben hin überhaupt? Oh, guck mal, das sieht aber interessant aus. Da möchte ich gerne drauf. Da möchte ich gerne sein. Da möchte ich gerne gucken, ob da was liegt. Und zum Exploren lädt eine Welt ein, wenn man dann auch tatsächlich da was findet, etwas Sinnvolles. Mhm. Ne? Das heißt also, der Spieler, der darf sich nicht fragen, irgendwann, warum mache ich den Scheiß hier eigentlich? Ne? Das ist halt immer so ein Ding. Wir haben eine Folge gemacht über Gold und Rewards. Und das ist tatsächlich so. Das muss irgendeine Art von Reward muss dahin. Das ist also eine Belohnung dafür, dass man explort. Ja? Was kann man da machen? Du kannst auf jeden Fall coole Items verstecken, ne? Irgendwo hinlegen. Die müssen natürlich auch so drapiert sein, dass man die auch findet. Weil sonst rennt man dann durch die Welt und findet nichts. Das ist auch noch so ein Ding. Ne? Also irgendwie muss man schon das Gefühl haben, es lohnt sich, durch die Welt zu laufen und sich das anzuschauen. Schöne Grafik ist eine Belohnung, das ist cool. Ne? Das Exploren als zu sagen, okay, ich gucke mir mal die schöne Welt an. Mhm. Bei Firewatch hatte ich das ganz viel. Oh ja. Voll das schöne Spiel, und dann kannst du halt gucken, wie hübsch das aussieht. Ja, na gut, aber das ist auch sehr spannend gemacht, weil da bist du auch verfolgt bei Firewatch. Mhm. Na? Das heißt also, oder zumindest irgendwer ist da und beobachtet dich, du fühlst dich beobachtet, du weißt nicht, was als nächstes passiert und das macht das Ganze dann auch spannend, das dann auch zu exploren und zu gucken, was ist denn da überhaupt? Bist du dann nachher tatsächlich die Geschichte, die da erzählt wird, dann das Rätsel, dieses kosmische Rätsel, worum geht's hier eigentlich, dann tatsächlich findest und dann stehst du da und denkst dir, wow, krass, ne? Und aber vorher hast du halt sehr viele Gegenden, du hast eine Karte, du kannst die dann exploren, so, ja, und wir finden das sehr interessant. Es ist sogar ein eigener Spielertyp von den 4 Spielertypen, die es gibt. Socializer, Killer, Explorer und der Achiever. So, ja. Das sind so die wesentlichen. Gibt doch noch Mischformen, aber das sind so die wesentlichen. Und der Explorer, das ist ein Spielertyp, der tatsächlich gerne wirklich überall sich alles anguckt, abgrast und so weiter. Und unsere Spiele, die wir damals auch bei Piranha Bytes gemacht haben, die haben immer sehr dazu eingeladen, tatsächlich in jede Ecke und überall wirklich zu schauen. Einfach in die Welt zu gehen und sie zu erkunden. Und ja, wie macht man das? Wie macht man denn eine Welt spannend? Das eine hast du ja schon genannt. Das ist das Belohnungsprinzip. Also, dass ich quasi belohnt werde, wenn ich irgendwo raufkraxel oder wenn ich irgendwo in irgendeine Ecke gegangen bin, dass dann doch nochmal was liegt. Es gibt aber auch sowas wie, das finde ich super mächtig, dass man dem Spieler sowas wie eine eigene Entscheidung lässt. Also ein Spiel, das zum Exploren einlädt, gibt so ein leichtes Gefühl von Realismus. Also dass ich quasi mich jetzt tatsächlich in einer Umgebung befinde,
in der ich mich umgucken darf überhaupt. Das geht dann weg so von Mechaniken, sondern eher in dieses Atmosphärische, dass ich sage, okay, das ist ein Immersionsbringer, das ich exploren kann. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo was liegt oder nicht oder was die Leute sich dabei gedacht haben, und sowas wie Hinweise zu lesen, saugt mich so ein bisschen ins Spielegeschehen hinein und macht mir die Welt, in der ich mich befinde, ein bisschen echter. Es gibt Spiele, die haben das nicht, da kann man nur straight spielen und dann fehlt dieses Gefühl auch. Ne? Das ist dann das hat eine völlig andere Mechanik, womit es Spaß macht. Aber dieses ich bin jetzt hier an einem Ort, in einem Raum und so, und das Spiel sagt mir, geh raus, und ich sage, darf ich, muss ich aber nicht. Ich kann jetzt die Entscheidung treffen, mich einfach noch mal ein bisschen hier umzusehen und finde dann auch etwas, wofür es sich gelohnt hat zu bleiben. Das ist eine sehr mächtige Geschichte, die dieses Spielgefühl fördert. Exploren ist dann interessant, wenn das Pacing stimmt. Das bedeutet, was in welcher Reihenfolge und in welcher Frequenz dir begegnet. Am besten bunter Blumenstrauß. Immer wieder dieselbe Geschichte, erzähle ich auch immer wieder. Dir müssen unterschiedliche Dinge passieren. Du musst, oh, guck mal hier, die schöne Grafik. Oh, guck mal hier, da liegt ein Item, das muss ich aber mitnehmen. Oh, hier habe ich eine Waffe gefunden. Da hinten steht ein Typ, vielleicht will er mich angreifen. Nee, der will mit mir reden, super. Ich habe eine Quest bekommen, alles klar, dann gehe ich ein paar Schritte weiter, dann kommt ein Monster, dann gehe ich ein paar Schritte weiter, dann ist eine Falle, oh, da kommt eine Cutscene, dann kommt wieder irgendwie ein Item und so weiter. Das heißt also, diese Sachen, die müssen in regelmäßigen Abständen sich abwechseln. Ihr kennt das bestimmt, wenn man in so ein Spiel, in so eine Stadt reingeht und erstmal irgendwie, jetzt muss ich jetzt ja alle durchquatschen, alle leer quatschen, damit ich hier durch diese Stadt durchkomme. Das ist halt so eine Sache, da ist das Pacing so ein bisschen kopflastig. Da hast du zu viele Charaktere, die halt mit dir quatschen und so. Und das ist eigentlich nicht gut vom Pacing her. Das heißt, Pacing muss schon immer kleine Häppchen unterteilt sein, damit es interessant bleibt, so, damit man sich nicht zu sehr irgendwie nur mit einer Sache beschäftigt. Anderes Beispiel, was schlechtes Pacing ist, die Wege sind zu lang. Das heißt, du rennst in eine Gegend rum, ja, auf einer Oberwelt oder was auch immer, und du merkst irgendwie, du musst echt weit laufen, um irgendwie irgendwo hinzukommen, so. Und dann drängt sich dann der Gedanke auf, warum haben die denn hier keine Teleporter eingebaut oder warum habe ich kein Schnellreisesystem? Wenn sowas aufkommt, so ein Gefühl, dann ist das schwierig mit dem Exploren. Da hat man nicht so Bock drauf, wenn man irgendwie streckenweise da kilometerweit läuft und da passiert nichts. Das ist nicht cool, ja. Exploren lädt dazu ein, zu exploren immer dann, wenn tatsächlich ich eine gewisse Erwartung habe und die dann auch erfüllt wird. So, ja, ich komme irgendwo hin und denke mir, boah, wie cool ist das denn? Ja, da habe ich jetzt Bock drauf, und dann findest du auch wirklich was. Du kraxelst zum Beispiel irgendwo einen Berg hoch und dann ist da nix, ja. Das ist dann enttäuschend. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, naja, das Spiel ist ja blutleer. Das hat keine Seele, ja. Das heißt also, der Game Designer muss sich tatsächlich darüber Gedanken machen, wie fühlt sich der Spieler, wenn er jetzt über diese Welt läuft oder durch diesen Dungeon läuft oder so. Wo, an welcher Stelle muss denn was sein, damit ich irgendwie das interessant finde. Oh, da ist ein neuer Raum, mal gucken, was ist denn da drin. Da steht aber ein Monster. Mache ich das mal platt oder renne ich einfach nur durch an dem Ding vorbei, dass ich einfach nur dahin komme? Nee, will ich aber nicht, weil da oben liegt irgendwie, oh, das möchte ich aber gerne. Da ist ein Heiltrank. Okay, das ist aber ein fettes Monster. Wenn ich dem jetzt irgendwie beikomme, dann brauche ich auch den Heiltrank, der da oben ist. Was gibt's denn da noch? Oh, ist da irgendwie eine fette Waffe? Da kann ich vielleicht an dem vorbei. Also ich muss den Spieler irgendwie immer dazu bringen, über Dinge nachzudenken beim Exploren. Und das ist die Herausforderung beim Game Design. Genau. Deswegen ist Exploren auch so ein großes Thema bei Open-World-Spielen. Ja. Ne, weil beim Open-World-Spiel, da möchte ich gerne, also irgendwas muss ja dann da gefeatured werden. Das ist total toll, in einer offenen Welt sich da umzusehen, aber das Spiel muss mir das auch erlauben. Wenn ich dann irgendwie stundenlang da rumlaufe und da ist nix, dann ist das super schnell frustrierend und macht dann keinen Spaß mehr. Also muss mir diese Welt dann auch was bieten. Ne? Und wenn es irgendwie sowas ist wie, es gibt ja auch Spiele, die tragen sich in der Open World tatsächlich zum Beispiel durch so Mechanismen wie Musik oder schöne Umgebung, durch die ich mich durchbewegen kann und solche Sachen. Das kann auch hooken, aber dann muss das Spiel auch darauf ausgelegt sein und das dann eben auch bieten. Es müssen ja nicht immer Items sein. Aber irgendwas sollte das Spiel tatsächlich dann auch anbieten, wenn ich mich
an einen bestimmten Ort begebe, dass ich das Gefühl habe, ich bekomme etwas dafür. Ich spiele gerade Death Stranding 2 und das ist auch ein Explorer-Spiel auf jeden Fall, und zwar Deluxe. Du rennst mit Paketen von A nach B und du musst die Gegend sondieren und musst gucken, wie komme ich da durch. Ja, das ist super spannend. Ja, aber das ist das Spiel tatsächlich. Wie komme ich da durch? Und das ist, da sind dann Monster, das sind dann diese GDs, die dich entweder bedrängen oder so. Dann gibt's halt die Raider, die wollen dann dich umbringen, und das ist super spannend. Das ist erstmal, wenn man so hört, irgendwie, ne, es gibt Postbote irgendwie in einer postapokalyptischen Welt, hört sich das jetzt erstmal nicht so spannend an. Du rennst ja nur in der Gegend rum. Aber das ist schon Exploren Deluxe. Ab und zu liegt mal ein Paket da rum, dann kannst du das irgendwie mitnehmen. Du musst ein Ressourcenmanagement betreiben. Du musst gucken, wie komme ich durch dieses unwegsame Gelände. Du musst deinen Weg planen am besten und so weiter. Das ist super spannend und Exploren ohne Ende. Also das ist wirklich empfehlenswert, ja. Die arbeiten auch ganz viel mit so Sachen wie diesem Gefühl von Einsamkeit, Musik, die das trägt. Ja, unbedingt, dass man ja. irgendwie so dann einen Moment hat, wo du einfach nur so ein Lied hast und so, wo du richtig merkst, boah, wie schwer das jetzt für den ist, da alleine durchzustapfen. Und wenn das bei einem ankommt, dann ist das cool, dann macht das Spaß. Und die Geschichte ist natürlich super spannend. Ja, also wir glauben, dass Kralon zum Beispiel, das wir selber gemacht haben, tendenziell auch eher ein Spiel ist für Explorer. Ja. Weniger für Actionspieler. Und ja, das ist etwas, was uns selber auf jeden Fall auch immer Spaß macht an Spielen, Sachen zu erkunden. Hast du eine Community-Frage? Ja, bestimmt. Ja, wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt der Ausstrahlung habt ihr diese Frage schon selber beantwortet. Ich nehme sie trotzdem mal mit rein. Hat jemand gefragt, stimmt es, dass Kralon eine Mindestspieldauer von 10 Stunden hat? Und da können wir sagen, bei unseren Testern, die das Spiel normal durchgespielt haben, war das auf jeden Fall so. Also da hat es keiner unter 10 Stunden geschafft. Es gab aber auch mittlerweile schon Speedrunner. Es gab auch für die Demo schon öffentliche Speedrunner, die dann sich das zur Aufgabe gemacht haben, das super schnell durchzuspielen und dann irgendwie alle möglichen Ecken finden. Also theoretisch kann man, glaube ich, jedes Spiel viel schneller spielen, als es gedacht ist. Aber wenn ihr es so spielt, wie es gemeint ist, dann ist die Antwort ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Exploren mache ich unheimlich gerne. Ne? Ja. Mir Gegenden angucken oder so. Boah, da oben ist ein Turm. Da muss ich unbedingt hin irgendwie. Mache ich sogar gerne in Real Life. Ja.